Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ein Menschenmeer am Münchner Siegestor. Rund 100.000 sind dort heute laut Polizei auf die Straße gegangen, um ein deutliches Zeichen gegen rechts zu setzen. 4-mal mehr als erwartet. Wegen des großen Andrangs musste die Demonstration schließlich sogar abgebrochen werden. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Seit gut einer Woche treibt es Hunderttausende Menschen auf die Straße in vielen deutschen Städten gegen Rechtsextremismus, gegen das Erstarken der AfD. Ausgelöst von der Enthüllung eines Treffens in Potsdam, bei dem es um Ausweisungspläne auch von Deutschen mit Migrationshintergrund gegangen sein soll und bei dem auch Politiker der AfD dabei waren. In Berlin waren es heute laut Polizei 100.000 Demonstrierende und wie auch in München sprechen die Veranstalter dort von deutlich mehr. Oder auch in Leipzig heute gingen mehrere 10.000 Menschen auf die Straße und in Köln kamen am Rheinufer etwa 70.000 Menschen zusammen unter dem Motto Demokratie schützen, AfD bekämpfen. Von dort berichtet Jan Koch. Keinen Zentimeter mehr nach rechts steht auf ihrem Plakat. Es reicht ihnen, sagen diese Kölner Freundinnen und Freunde, die zusammen erstmals seit langem wieder auf die Straße gehen. Es sei 11:55. Wir hätten schon viel früher auf die Straße gehen müssen, viel lauter gegen rechts sein müssen. Und ich hoffe sehr, dass es noch was bringt und dass wir alle zusammen, so viele wie wir heute sind, auch noch was rumreißen können. Ich habe echt Angst, dass die AfD echt immer mehr Stimmen bekommt. Es geht gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus, für Demokratie, für Toleranz. Es sind viele gekommen. Viel mehr als gedacht. Darunter auch einige Familien, die erzählen, dass sie Angst haben um ihre Zukunft vor dem, was bei den Korrektivrecherchen herausgekommen ist. Pläne von Massenausweisungen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Also nur eine Person von meiner Familie dürfte zum Beispiel in Deutschland bleiben. Und wie gesagt, meine ganzen Freunde sind auch hier. Und ich möchte einfach, also die gehören wie zu meiner Familie. Ja, ich will natürlich, dass meine Kinder auch in Freiheit und ohne Krieg und ohne Unterdrückung groß werden können. Es ist ein breites Bündnis, von links bis Union, das auf die Straße geht. Und wenn Köln auf die Straße geht, sind sie nicht weit, die kölschen Karnevalsstars. Hey Köln, du mich da am Ring. Sie haben mit aufgerufen, ob Brings, Blackfoes oder auch die Höhner. Ich glaube, viele haben die Geschichte vergessen, beziehungsweise müssen sie sich noch mal in den Sinn rufen. Denn die Propaganda, die jetzt im Moment in Deutschland betrieben wird, in diese Richtung, die darf es einfach nicht noch mal geben. Und ich glaube, da müssen ein paar noch mal Geschichtsunterricht nehmen. Ob Promi oder nicht, es ist das Gemeinschaftsgefühl, die sogenannte schweigende Mehrheit, die nun Flagge zeigt. Eine Woche lang, jeden Tag Protest, eine Art Dominoeffekt gegen einen Rechtsruck. Auch für Selina und ihre Freunde. Ich hoffe es sehr, dass das jetzt nicht nur was Einmaliges ist, sondern dass sich das jetzt auch ein bisschen hält über die Wochen, dass das einfach immer so bleibt, dass wir zeigen, wir sind gegen rechts, wir sind nicht dabei. Und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Wohl die Hoffnung vieler, nicht nur in Köln. Für die kommende Woche sind auf jeden Fall schon wieder einige Demos angemeldet. Das ging